erstens gefunden. Wie wird's? Ich nehme mal die. Wie wird's gefunden? Wie wird's gefangen? Und wie wird's sichtbar gemacht? Mikrogold aus Deutschland. So. Das hier ist zum Beispiel. Oh, geil. Ich hole gleich die Kamera raus. Ja, ich mache es jetzt. Ihr seid ja hier, um mal zu sehen. Und dann machen wir das auch. So, okay. Zack. Zack. Da kommt das Sonnenlicht wieder ins Spiel. Da sehen wir es jetzt besser. Halt auch alles schön sauber getrennt. Das ist die 1 mm Siebung. Kommt schon. Die 1 mm Siebung. Teilweise mit Quarz besetzt. Teilweise sehr scharf. Kann ich da, seht ihr das rechts? Da, jetzt. Rechte Seite. Ist das nicht schön? Ja. Mal mit Lupeneffekt. Herrlich. So. Dann nochmal hier. Wo ich völlig geflasht war. Da war ich völlig aus den Socken und dachte, ich werde nicht mehr. Aus der Elbe. Diese Klumpen. Die wirklich Klumpen. Kann man nicht anders sagen. Die nehmen wir dann auch noch mal auseinander. Auf dem blauen Tisch natürlich. Die gucken wir uns ganz genau an mit der Mikroskopkamera. Blue Ball, Action Cam, Licht, 430 Grün, Gold aus Deutschland, die Mikrogold-Separation. Gleich dabei, hier sieht man noch den Feinddach. Gucken wir uns alles ganz genau an, damit ihr auch gar nichts verpasst und alles mitkriegt. So, dann hier nochmal das nächste Glas. Das ist auch Elbe. Hier haben wir auch Elbe. Baker 117, Elbe Gold im Visier. Total krass. Und hier in Deutschland so rumliegt im Boden der Hammer. So. Hier sind noch die anderen Gläser. Kaffee, Technik. Mehr Kabel wie auf dem Space Shuttle. Und feineres Gold wie bei Parker Schnabel. German Micro Gold. Berlin Bedrock Code. Wir knacken es. Wir holen jeden Krümel aus dem Boden. So, jetzt mal richtig nah an die Blue ran. Was meint ihr, wie lange sollen wir noch waschen lassen? 10:32 Uhr. Könnt ihr jetzt nicht mehr, wir machen noch mal Entspannung. Bis 10:45 Uhr, dann wird die Blue Ball ausgemacht und gewaschen. Ich habe immer so Schiss, dass hier das Handy drin fliegt. Aber alles gut. So, probieren wir noch mal zu. Zoomen geht leider nicht. Perfekt. Nächstes Mal werde ich auch unter der Tuppe noch was aufbauen, dass die Blue Ball denn hier steht. Weil hier habt ihr den perfekten View. Aber so muss ich mich halt auch erstmal ranfuchsen an die Technik. Wie kriegt man das perfekte Bild hin? Und. Ja, ist natürlich auch, muss man erstmal gucken. Ja, grüß dich, danke. Sehr schön. Ja, so geht es ab hier.
So, noch einen Schluck Kaffee. So. Hopp, hopp. So, wir haben die Blue Bowl durch, wir haben die Siebung durch. Hier kann ich schon mal einen Teil von Staffel 4 zeigen. Auch wieder einfach aus dem Discounter. Eine Fußabtropfmatte in Blau natürlich perfekt mit diesen Riffeln hier. Da bleibt das Gold natürlich hängen. Das geht dann aber alles weiter im Miller Table Video kommt das. Schritt für Schritt, Step by Step. So, wir probieren nochmal die Pfanne von gestern zu zeigen. Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe hier Lüfter, Gitter davor, da ist das Handy drin geklemmt, das ist ein bisschen schwer zu sehen. Aber ich denke, jetzt. Okay, da. Wechseln, dazwischen. Gold. Tappen wir nochmal durch. In der Sonne sieht man es besser. Perfekt. So, das. So fein. Ich habe jetzt noch nicht mal angefangen, aber jetzt seht ihr auch, warum wir noch mal 400 und 200 Mühe siegen müssen. Ja, so. Fädelt unter den Fingernägeln, das Gold in der Pfanne. Ja, ja, und da ist schon Mikrogold 400 Mesh-Bereich. Das wird jetzt natürlich weggespült, weil wir hier auf 120 Mikron sind. Da kommt noch mehr Vorschein. Hier geht es ja. Die Kamera ist halt nicht die beste. Das wird jetzt bei Ninja noch übertragen. Da upgraden wir aber ich denke, so seht ihr das super. Das ist Mikrogold aus der Pfanne in Berlin gewaschen. Immer ganz langsam. So, jetzt machen wir hier auch noch mal den Magnettrick. Nicht vergessen, dieses Jahr in Ägypten gehen wir auch Gold waschen. Wenn wir ganz viel Glück haben in eine ägyptische Goldmine, dann nehmen wir euch natürlich gleich mit. So, geht es unten. Seht ihr das? Das Magnetfeld. Gut. Guckt mal kurz selber. Ja, so. Der Magnet hat die Stücken angehoben, die ihr da seht. In der Mitte. So viel Magnetitanteil haben wir in dem Payload. Diese schwarzen Streifen. Jetzt ziehen wir noch mal vorne ran. Da kommt immer mehr Mikrogold zum Vorschein. Ihr seht es. So bewegt sich das Magnetit. Und so holen wir das dann auch raus. So geht es weiter in Staffel 4, Männer. German Microgold. Hier ist Action. Gold aus Deutschland, für Deutschland und die ganze Welt.
Herrlich. Ich lasse die Pfanne genau so mit dem Magneten unten dran und mache dann noch schöne Fotos in der Sonne nachher. Die sichere ich jetzt hier auf die Seite. Und nehme euch jetzt noch mal raus. Wir gucken mal, ob wir das endlich mal hinkriegen. Ja. Oh. Da ist die Pfanne. Wir hoffen mal, dass die Kamera mitspielt. Ist jetzt natürlich alles trocken, aber der Magnet hat immer noch das Magnetit im Visier. Und da oben, das ist jetzt für uns gerade der wichtigste Teil. Das werden wir mit der Sniffer Bottle wegsaugen und dann auch noch mal zeigen. Da ist der rote Sauger ein bisschen zu großes Kaliber. Dann nehmen wir eine Sniffer Bottle. Sniffer Bottle habe ich auch 6 verschiedene Stück. Für jede Siebung eine Sniffer Bottle. Und so hat man dann irgendwann ein System für die Größe, für die Größe, für die Größe. Und dann läuft es auch. So. Weiter geht's. 39, die letzten 5 Minuten der Blue Bowl laufen. Das wird hier eine wilde Nummer. So, schaut mal rein. Hier ist der erste Teil. 3 Rinnen unter Volllast plus Blue Bowl. Und hier haben wir auch nochmal Staffel 1 neu verfilmt, zusammengeschnitten. Dass ihr schön was habt für die Couch. Wochenende soll schlechtes Wetter werden. Könnt ihr euch schön den Berlin Bedrock Code reinziehen. Herrlich. Das ist Entspannung hier. Live. Hört man die Blue Bowl eigentlich gut so? Reicht das vom Sound oder soll ich das Mikrofon beim nächsten Blue Bowl Clean Out woanders positionieren? Schreibt mal rein. Okay, das nächste Mal wird die Blue Bowl hier stehen. Dann können wir das Licht genau darüber machen. Passt das auch? Jetzt müssen wir uns erstmal so helfen. So muss man sich halt erstmal anvisieren. Aber ich habe noch einen Trick 17 auf Lager. Wir haben ja das Equipment neu ausgerüstet. Haben wir noch mal 100 Lumen geschossen. Für 5 Euro. Dachte ich, ist okay. Die stöpseln wir jetzt mal mit an. Schaut mal, ob die was bringt. Die kommt raus. Beiseite. Die kommt hier hin. Fand die eigentlich relativ hell, wo ich die getestet habe, aber das muss man ja natürlich immer auch unter echten Bedingungen prüfen. Okay, Licht ist an. Wie sieht's aus? Ja, okay. Der Plan ist denn, dass die kommt dann so an die Rinne ran. Dann können wir das richtig schön ausleuchten und dann sieht man das auch richtig. Da muss man sich halt weiterentwickeln, gucken. Weil ich hier sehe es gut, aber durch die Kamera ist es halt immer ein bisschen schwierig zu sehen. Von daher wird diese Sache dann verbessert. Wind ist heute echt nervig, aber so ist es. Ja, 43, die letzten 2 Minuten, das Licht wird an die Blue Bowl gebaut. Wir schauen hier gleich mal zu. Ich hoffe, ihr seht alle gut. So. Wir haben die Schüssel, wir haben die Saugflasche, wir haben die Pfanne vorbereitet. Wir sind ready für den Checkout der Blue Bowl gleich. Schwedische Material, das
polnische Material haben wir heute in der Pfanne ein Pre-Wash-Out gemacht. Da haben wir auch Teile gesehen. Wird auch noch mal runtergesiebt in diesem Mesh 7 hier mit Kronen. Da werde ich mir auch noch mal welche besorgen. Weil da braucht man ja auch mehrere. Jetzt ist es quasi blockiert mit dem Schweden Paydirt. Wenn man jetzt eine andere Siebung machen will, bräuchte man noch ein anderes Sieb. Deswegen habe ich zum Beispiel, achtet, zeige ich euch beim nächsten Mal, kleine Küchensiebe, 200, 400 Mesh, im Internet günstig geschossen, da kann man schön auch für die kleinen Pfannen genau sieben. Naja, so. Let's go! Wir lassen ihn mal schön absetzen. Sehen wir was. Schauen wir mal. Wasser ist relativ klar. Aber gestern ist er mal wirklich sehr lebenshaltig. Heute ist es auch noch nicht perfekt, aber schauen. Das Licht kommt hier hin. Alle mal hier auf den Boden stellen, dann gucken wir mal, ob wir hier was sehen. Los! Damit ihr natürlich auch alles mitkriegt, machen wir das hier. Schweres Material mit 120 Mikronen plus. Das, was wir gestern gesiebt haben, kommt jetzt in die Pfanne. German Micro Gold. Staffel 4. Geht's los. Hat sich die Farbe abgelöst von der Blue Gold. Schleifbewegung. Die kann man aber zum Glück einfach nachlackieren. Ein bisschen blaue Farbe. Das ist gut. So, wir haben die Schüssel. Jetzt kommt die Pfanne. Von der Schüssel in die Pfanne. Schön shaken, damit es alles schön in Bewegung ist. Der letzte Rest der Saugflasche. Was meint ihr, wie viel Gold ist hier drin? Schreibt mal rein. So. Okay. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir nehmen den Blue Gold Eimer, das habe ich euch vorhin auch erklärt. Und schauen da mal rein. So, die 3 Löcher an der Seite. Das Wasser kann man schön abkippen. Da ist nochmal das Konzentrat. Die Reste von der Blue Bowl. So, der wird gesichert. Und weiter geht's. Noch ein bisschen Wasser abkippen und schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Dass sich hier auch noch mal der Lehmschlamm löst und sich das Gold absetzt. Und tappen. Tappen mal ein bisschen länger. Umso länger, umso besser. Ruhen lassen. Abkippen. Schwimmt die blaue Farbe, aber auch Gold.
mal zu machen. Dann gehen wir rein. Rote Spitze. Hier sind schon mal trotz Tappen die ersten Mikrogoldstücke noch. Wahrscheinlich noch Reste, die im Material sind. Man kann ja heute die großen Stücke sehen. Mal schütteln. Dann tappen wir noch mal ein bisschen länger. Wasser. Dass immer das ganze Material bedeckt ist. Spülen über die Würfel. Schwindeln. Einmal so schütteln, dass wieder alles zurückkommt. Und dann geht man wieder den Winkel in die andere Richtung, damit es da 21, 22, 23. Jetzt wird es feiner. Die ganze grobe, leichte Mist ist hier. Den spülen wir aus. Weg. Davon aber eine heben wir uns noch auf. Wieder zurück. Und wieder schütteln, schütteln, schütteln. Die Physik ist hier unser bester Mitarbeiter. Tappen, leicht schräg halten, dass das Gold absinkt. Wasser wird auch klarer. Ich hoffe, man sieht es. Und wieder den oberen Mist, was wir vorhin andersrum rausgespült haben, spülen wir jetzt, weil hier eine hochkonzentrative Phase ist, die andere Seite raus, damit die ein bisschen verloren geht. Da haben wir schon wieder Gold. Halt mal den Dings hin. Herrlich. Spülen sie nicht weg. Wir lagern es hier nur. Oh. Wieder rein. Alles wieder sammeln. Und wieder schütteln. Hab gesehen in den chinesischen Videos, die haben eine motorbetriebene Rüttelsieb an dem Highbanker dran. Das ist total krass. Da werde ich mich auch mal schlau machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So. Okay. Jetzt hole ich die Kamera raus. Das müsst ihr sehen. Ja? Wasser rein. Licht. Genau hier in diesem Bereich. Der Autofokus ist schlecht, deswegen sieht das Gold weiß aus. Hol ich mal
wieder. Jetzt nehme ich euch mal live mit raus in die Sonne. Dann gucken wir uns das mal richtig an. Der krönende Abschluss dieser, herrlich, geil, richtig gut. Ich probiere mal ein bisschen die Pfanne zu schwenken. Da genau in der Mitte, dieser große Klump. Da. Und natürlich noch andere. Der hat sich da jetzt nur schon mal versteckt. Und jetzt sind diese verdächtigen Steine, die ich meine, die sind dann da auch mit in dem Bereich, also auch schwer. Und da kann es natürlich auch anderes Material sein, was auch schön ist. Wie sieht es aus mit Edelstein? Habt ihr schon mal nach Edelstein gesucht? Da glitzert die Pfanne. Halt mal den Fokus und wechsel mal das Licht. Hier oben war es vorhin sehr gut. Ich hoffe, ihr seht es. Da wird das Gold sichtbar. Accent, Gold. Und das werden wir dann in dem Miller Table nochmal frei waschen. Wird crazy. Da geht es um Magnetismus. Ganz kleine Wassermengen und sehr feines Gold. Probiere nochmal. Wir nochmal in der Sonne. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Gold durch die Blue Bowl aufgefangen. Den wasche ich jetzt nochmal in Ruhe. Jetzt ist also Mikrogold. So, das. Dann nehmen wir jetzt eine saubere Snifferbade und saugen das noch ein. Waschen das dann nochmal nach. So. Okay. So, Snifferbade. Klappe nicht zu. Ah, ist hier. Und ich darf wieder so viel Gold finden. Okay. Wir haben hier die Snifferbade. Wasser. Kamera kann ich jetzt nicht ranholen, aber ihr wisst, welche Ecke wir jetzt aufsaugen. Der finale Gold-Countdown kommt jetzt.
So. Wir erstellen Unterdruck in der Flasche. Verstopfte. Jetzt geht's los. So saugen wir das ganze kleine Mikrogold mit auf. Die Sniffer-Bubble hat extra eine super feine Öffnung, damit wirklich nur das Mikrogold durchkommt. Ich will euch das mal zeigen in der Sonne. Ich hoffe, ihr seht es glitzern. Okay. Der war verstopft. Wieder schütteln, damit sich der Material löst. Natürlich. Das ist komisch. Machen wir noch ein bisschen mehr Wasser rein. Okay. Aufsaugen. Das ist schon mal Step 1. Die Flasche werden wir auch gleich markieren. Das ist unsere 120 Mikron Flasche, damit wir die zukünftig auch nicht mehr verwechseln. Ich hoffe, ihr seht es. Schön klopfen. Hier. Dass sich das Material absetzt. Unterdruck erzeugen und einsaugen. Mühsame Arbeit, aber die lohnt sich, weil das ist hier einer der wichtigsten Schritte. Gehen wir aber noch mal genau speziell ein. Jetzt seht ihr hier, wie es auch durch das Ding durchgeht. Jetzt ist es noch in Dings gefangen und deswegen ist es auch wichtig, dass man schüttelt, damit sich das richtig auch absetzt. So. Wieder über der Pfanne. Jetzt verstopft. Und Unterdruck und Aufsaugen. Wieder drinne hier der Black Sand. Zuhalten, da ist er runtergesuppt. Das ihr sehen. Schütteln. Hier ist der Black Sand. Den müssen wir natürlich runterspülen. Zack. Abgesunken ist er. Und weiter geht's. Wasser raus, Unterdruck erzeugen. Rein. Dadurch, dass die Öffnung so klein ist von der Sniffer-Bubble, zieht die natürlich auch wirklich nur Mikrostücken durch. Man sieht es hier. Okay, ihr seht es. Zuhalten, schütteln. Die Leitung für neues Gold freimachen. Immer über der Pfanne. Da werde ich mir mal noch eine Nadel besorgen, damit man den schneller freipieken kann. Okay. So. Ich sage vielen Dank. Schaltet ein. Markiert euch schon mal Ostern im Kalender. Sonntag 12 Stunden Live Washing direkt von der Wasserfront.
diesen Sonntag kommt nochmal Staffel 1 Recard-Schnitt raus. Mit verbesserten Ton, verbesserten Text, zusammengeschnitten, alle Highlights nochmal für die Leute, die ab jetzt hier erst zuschauen. Und ich sage vielen Dank, lasst ein Abo da, ein Like und bis dann.